es ist genau 8 Uhr, gut weggekommen und jetzt geht es auf zum nächsten Wehr. Ich glaube, heute dürfen wir aus Luxemburg rauskommen. So, noch einen letzten Blick auf meinen Lagerplatz. Hier hat die erste Fähre auf der Mosel. Bisher habe ich noch keine entdeckt. Ja, von links kommt die Sauer rein. Sieht so aus, jetzt hat sie jetzt auch wieder die Panzerrampen, die haben wir bisher noch nicht gehabt. Das mal nicht gut ausschaut. Und das Schöne ist, eine Rampe hat sie auch. Die Unterführung hat mächtige Fluttore. Da bin ich wieder beim Boot und ich habe, ohne es zu merken, die Grenze überschritten. Ich bin wieder in Deutschland. Da, wo die Fähre war, sieht man von hier gar nicht mehr. Ich würde sagen, jetzt am Ende, wo man sieht, etwa, da war die Grenze. Und hier unter der Brücke, jetzt kommen im Gegenlichter, da kommt die Saar rein. Ja, das ist eine echte Albtraumstrecke für mich. Ewig lang geradeaus. Aber immerhin mit einer guten Prise Rückenwind. So, da vorne hast du das nächste Wehr. Aber ich schätze mal, in Deutschland werde ich wohl umsetzen müssen. Ich glaube kaum, dass in Deutschland solche geilen Bootsrutschen zulässig sind. So, habe ich mir schon gedacht. In Deutschland hat es diese Bootsrutschen nicht. Jetzt schauen wir mal, ob diese Selbstschleuse-Einrichtung funktioniert. Okay, ouch, da muss man aussteigen.
Ich glaube, das ist nicht die Vorrichtung wie in Luxemburg. Na, schauen wir mal, vielleicht doch da. Schauen wir mal, was da drin ist. Eindeutig auch für alle Bootsklassen gedacht. Jetzt runter Wasserlinie auch für Kajakfahrer. Grünes bitte einfahren und festmachen. Man kann ganz umdrehen, man sieht, hinter mir schließt sich jetzt das Tor. Und hier hat eine schöne Stange zum Festkrallen. Und wie gesagt, diese Schleusen hat es in Luxemburg auch. Ist vielleicht eher angeraten als die Bootsgasse, die ist schon ein bisschen heftiger so. Und wenn man mit Kanu unterwegs ist, die es eh leicht auf den Rücken dreht, oder mit Kipling-Kajaks und nicht so ein Brett, wie das hier unterwegs ist, wären diese Schleusen, glaube ich, besser. So, das Tor ist geschlossen und abwärts geht's. Und das ist auch schön breit, da komme ich dann sogar mit einem 2-Fuß-Paddel raus. So, dieses System könnte man da drunter auch gebrauchen. Wo man keinen braucht, der aussteigt und es läuft, sondern einfach wirklich automatisch geht. Hebel drücken und los geht's. Können dann drunter mal eine Scheibe abschneiden. Also wirklich gute Schleuse. Ja, überhaupt kein Sog nach vorne. Echt easy. So, und da oben wird die Zeit angesagt, wie lange der Schleusenvorgang läuft. Ja, das handelt hier um eine richtig tiefe Schleuse. Wenn man jetzt mal bedenkt, wie viel Wasser jetzt für mich kleinen Kajakfahrer abgelassen worden ist. Aber gar nicht, wenn ich bedenke, am Main bloß für mich alleine. Riesenschleusenkammer. Ganz alleine drin. Ja, aber das war nur, weil sie voll war und von unten einer kam. Aber trotzdem. So, noch eine Minute. Also Schleusenvorgang beendet und dann geht das Tor auf. Und man wird ja echt gut informiert von oben, von der Anzeigetafel. Jetzt geht das Tor auf. Dann haben wir ihre Schleusenkammer befreit. Macht auf das Tor, jetzt kommt der Biberklaus. 1. Ja. In der Schleusenkammer schön schattig. Und dann muss ich wieder in die brutale Sonne raus. Vielleicht soll ich in der Kammer bleiben und Mittagsschläflein machen. So, es ist grün, ich kann raus. So, wer Angst hat vor eng geschlossenen Räumen und lieber umträgt, da geht es dann runter. Muss mal gucken, ob es vielleicht vorne noch eine Rampe hat, aber ich nehme es eigentlich an, der Weg geht nach unten. Schauen wir mal. Was ich vorhin gedacht habe, hier hat es dann die Rampe. Da kann man das Boot dann schön sacht zu Wasser bringen. Okay, der Pegel schwankt zwischen 22 und wohl 29. Der zählt jede Welle.
Wenn ich jetzt zu diesem Lokal einen Aufzug rauf hätte, dann wäre ich sofort oben. Hey, ich wollte die Hybrid-Ente haben. Ah, da habe ich sie ja. Die Hybrid-Ente. Eine dieser super langen Kreuzfahrtschiffe. Machen wir ein bisschen gemütlich im Schatten der Bäume. War nichts mit Chillen, der Platz war schon belegt. Da lag einer mitten im Geäst drin und hat auch schon gechillt. Das ist ein Suchbild. Hier hat es hervorragend getarnte Nilgänse mit ihren Küken. Das ist ein sorgfältig abgezäunten Strand von Trier. So, mal ein bisschen Pause, bis das nächste Schiff mich weckt. So, der Frieden hat nicht lange gehalten. Das Schiff sorgt ja schon für eine leichte Veränderung des Wasserstandes. Die gleiche Lage des Bootes verändert. Ich fahre doch weiter. Wenn man so in ein Boot kommt, dann haut das in die Felsen rein, ist nicht sonderlich schön. Wenn er irgendwas Flaches hat, da wird er dann bloß umeinander geschüttelt, aber bei so Steinen kann man da vielleicht doch mal kentern, wenn es dumm läuft. Weißt du, was ganz schön ein Aldi hat? Wenn man drin steht, da fällt dann schon was ein, was man gebrauchen kann. So, mein Aldi-Ausflug zurück. Ich habe da ganz langsam mit Bedacht eingekauft. Ganz tiefenentspannt. Da war es so schön kühl drin. Wenn weniger los gewesen wäre, hätte ich mich mal unauffällig und diskret in die Tiefkühltruhe reingelegt. Drin im Boot und bei der Mosel immer dran denken, welche Richtung man eigentlich fährt. Also anhand der Strömung kann man sich nicht feststellen, das wäre jetzt die falsche Richtung. So, dann kommen gleich zwei dicke hintereinander. Und zeigen, dass die nächste Schleuse gar nicht mehr so weit ist. Wenn die so knapp hintereinander sind. So, jetzt kommt ein Dickschiff. Schau, wenn ich Glück habe, werde ich von meinem Strand befreit. Weil die Wellen scheinen bis hoch zu gehen. Der Plan hat nicht funktioniert. Das Boot war zu schwach. Prototyp von Poson.
Schön schnell, noch extra schnell bei mir beschleunigt. Ah, das liebe ich, das gibt Wellen, das gibt Wellen. Außerhalb der Fahrrinne dahergekommen. Das sind echte Poser. Mögen sie gegen die Buhne knallen. Und schwupps, kommen sie wieder zurück. Aber ich frage mich, was hier das Posen bringt. Ist halt kein Zuschauer. Und wieder ein Paddler. Diesmal ein Kanu. Also hier hat er ein Nest. Der hat aber Pech gehabt. Scheinbar bloß einen groß gekriegt. Das volle Partyboot. Wo bleibt Geiler? Na, so Wohnmobilcamper, die sind schon eine Rasse für sich. Dicht an dicht, wenn man gerade die Tür aufbringt. Aber das mögen die scheinbar, ist dann schön kuschelig. Also mir wäre das zu eng. Vorstellen, da oben auf der ganzen Länge YouTube Biber Klaus 1. Das mache ich in der Nacht. Da hätte ich zu tun.
Ein Motorboot, links eine Wand, rechts eine Wand. Das schaukelt schön. Werden wir schön lange halten. Das gefällt mir. Müssen wir eigentlich zurückkommen? Wenn wir nicht neutralisiert haben? Ja, Riesenpech. Doch, sie kommen! Und wenn ich hier durchwarte, dann komme ich von drüben wieder zurück. Eigentlich muss schon den ersten Abpraller bald zurückkommen, auf der anderen Seite. Aber so lange warte ich jetzt nicht. Ah, sie kommen bereits, die Abpraller. Also relativ schwach. Okay, die brauchen wir jetzt nicht. Gerade eben war ich beim Campingplatz, aber da haben schon Angler gesagt, da geht nichts. Das ist ein reiner für Feste, nichts für Tagestouristen, aber hier wo der Bootsteg ist, da soll noch mal ein Campingplatz stecken. Schauen wir mal. Ich bin beim SD Währing e.V. gelandet. Der Camper, was ich gewollt habe, der war nur für Dauercamper. Die haben für mich nichts. Bin ich vom Angler weitergeschickt worden zum MST Währing. Ja, da gesagt, da hat es einen Campingplatz, aber das ist eigentlich ein Privatgrundstück und nicht wirklich für Fremdcamper ausgerüstet. Gibt es keine Toilette oder Waschbecken oder Wasser oder sonst was. Okay, aber ich darf drauf bleiben. Da ist zwar einer vom Verein da, aber der hat mich nicht gesehen. Aber ich bin zum Weintrinken eingeladen und das gehe ich jetzt dann auch nutzen. War echt ein schöner Tag, schöne Landschaft, eine super Schleuse zum Selbstschleusen. Das geht hervorragend. Die hat es auch in Luxemburg. Wäre vielleicht besser, man nutzte, weil die Bootsrutsche ist schon ein bisschen heftig.